In dem Pflanzenporträt heute geht es nicht um einen wuchtigen Stinker wie in meinem ersten YouTube-Video, sondern um eine kleine Duftorchidee, eine meiner absoluten Lieblingsorchideen. Viel Spaß! Hi! Ja, wie schon im Intro gesagt, es geht heute um eine meiner absoluten Lieblingsorchideen in meiner Sammlung. Die ist auch schon eine ganze Weile da und ein Grund für die Beliebtheit bei mir könnte sein, dass sie tatsächlich sehr zuverlässig für mich blüht. Und es gibt aber noch ein paar andere Gründe, warum das eine durchaus sammelwürdige Orchidee ist. Und deswegen möchte ich sie euch heute gerne vorstellen. Und hier ist sie auch schon. Ihr seht, klein aber fein, die Aerengis kirkii. Der Gattungsname Aerengis kommt aus dem Griechischen, wie so oft, und setzt sich zusammen aus Aer für Luft und Angos für Gefäß. Und vielleicht eine Anspielung auf die oftmals herabhängende Wuchsform, also wenn ihr euch die so an Ästen vorstellt. Vielleicht geht es aber auch zurück auf die zum Teil sehr schwebend wirkenden weißen Blüten, die sich halt so sehr vom Hintergrund absetzen im Grün und zum Teil durch die langen Blütentriebe gar nicht mehr so richtig mit der eigentlichen Pflanze in Verbindung zu bringen sind. Also kurzum, sie wirken wie im Gehölz, im Wald schwebend. Und ich finde, das könnte als Erklärungsversuch hinkommen. Beim Artnamen ist es hingegen deutlich einfacher. Der geht nämlich zurück auf einen schottischen Naturwissenschaftler, nämlich John Kirk, Sir John Kirk, um genau zu sein. Und der hat als Entdeckungsreisender Ostafrika wie ein Wahnsinniger bereist und war auch später Generalkonsul von Sansibar. Und ganz, ganz viele afrikanische Pflanzen und Tierarten sind nach ihm benannt, vollkommen zu Recht, weil er wirklich sich auch als botanischer Autor vielfach verdient gemacht hat. Die Gattung Aerengis im Allgemeinen umfasst knapp 60 Arten und wurde im 19. Jahrhundert von Heinrich Gustav Reichenbach beschrieben. Und sein Vater war auch bereits Botaniker und deswegen ist im Autorenkürzel auch immer ein F drin für Filius, also das lateinische Wort für Sohn. Und Reichenbach war Professor für Botanik und auch später der Direktor des Botanischen Gartens in Hamburg. Und neben John Lindley, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, der so als Vater der modernen Orchideenkunde gilt, war Reichenbach zu seiner Zeit der führende Experte, der führende Orchideenexperte weltweit und hat unzählige Arten beschrieben. Also der begegnet einem wirklich sehr, sehr häufig, wenn man nach Pflanzennamen sucht. Die Gemeinsamkeit in der Gattung sind eigentlich immer sehr, sehr helle Blüten, meistens weiß, manchmal auch so ein bisschen ins Grüne gehende, ein farblich, manchmal ein bisschen wie hier auch ins Beige abgesetzte, langer Sporn und die sind mal sehr klein bleibend, mal auch wirklich Miniaturorchideen, werden aber durchaus auch, es gibt auch größere Arten, sie sind aber immer monopodial wachsend. Das heißt, sie haben im Grunde eine Achse, wo rechts und links sich die neuen Blätter ableiten oder entwickeln. Und die haben alle einen nächtlichen Duft primär, weil sie nämlich die Bestäuberinsekten anlocken wollen und die sind nachtaktiv, das sind nämlich Nachtfalter. Und das erklärt auch so ein bisschen den langen Sporn, weil Schmetterlinge und Falter, Nachtfalter, eben diesen langen Rüssel haben, mit dem sie dann auch diesen Sporn tatsächlich bespielen können. Die ganzen Arten kommen im Grunde im afrikanischen Festland, auf dem afrikanischen Festland und auf oft ostafrikanischen Inseln vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die auch auf Sri Lanka, also der Insel vor Indien, vorkommen. Aerengis kirkii wurde zuerst von Heinrich Gustav Reichenbach beschrieben. Den haben wir auch schon als Beschreiber der Gattung kennengelernt. Und Reichenbach
hatte die allerdings erst als Angrecum bilobum Waakirkii beschrieben, das heißt als Varietät einer Angrecum-Orchidee. Angrecum, auch eine afrikanische Orchideengattung mit deutlichen Ähnlichkeiten, monopodial, weiße Blüten und so weiter. Bietet also durchaus ein gewisses Mischungspotenzial. Und das Exemplar, das zur Beschreibung diente, das wurde von John Kirk aus Sansibar zunächst nach England geschickt und kam dort in einer ganz bedeutenden Gärtnerei von Benjamin Samuel Williams in der Victoria und Paradise Nursery zur Blüte. Und ich blende euch auch mal ein paar Bilder ein, wie es da ausgesehen hat. Und ja, da wären wir, glaube ich, alle gerne mal zu Besuch gewesen. Und Rudolf Schlechter war es dann, ein bedeutender deutscher Pflanzensammler und Botaniker, der die Pflanze dann 1918 in die Gattung Arenges überführt hat. Das heißt, ihm gebührt diese Überführung von Angrecum zu Arenges. Zur Pflanze kann man sagen, das ist wie alle dieser Gattung eine monopodiale Orchidee von recht kleiner Größe, aber mit Sicherheit keine Miniaturorchidee. Da geht auch noch was in der Größe, also die ist einfach noch recht klein, obwohl die halt auch schon seit 3 Jahren bei mir regelmäßig blüht. Und die Blätter haben so eine grau-grünliche Färbung auf der Unterseite, auch oft so ein bisschen gepunktet und haben tatsächlich eine sehr charakteristische Form für diese Gattung und auch verwandte oder nahe verwandte Gattungen, nämlich diese rundlich geformten Blattenden. Die Blätter laufen immer in die Breite so ein bisschen zu Richtung Spitze und haben eben diese charakteristische Form. Ich zeige euch hier auch nochmal eine Detailaufnahme dazu, dann kann man das besser deutlich machen. Und die Blätter sind manchmal so ein bisschen krumpelig, würde ich sagen. Also die verdrehen sich auch schon mal und sind ein bisschen gebogen. Das ist aber hier tatsächlich kein Indiz für einen Pflegefehler. Also die krumpeln manchmal gerne. Krumpeln ist übrigens kein botanischer Fachausdruck, also bitte nicht verwenden. Die Wurzeln, die sind recht fleischig, rund geformt, glatt in der Oberfläche, haben auch dieses typische Velamen, das sich auch bei Kontakt mit Feuchtigkeit ins Grüne einfärbt. Und die sind so vom Durchmesser 3 mm, würde ich ungefähr schätzen. Die sind nicht ganz so empfindlich, also die kann man so ganz gut auch handeln, sollte man sie umtopfen müssen. Die Orchidee blüht bei mir jetzt im Spätsommer, kann auch ein bisschen eher zur Blüte kommen und hat eben diese weißen, wunderschönen, sternförmigen Blüten, die auch für die Gattung charakteristisch sind. Diesen langen Sporn, der, wie gesagt, so unten, vor allen Dingen nach unten hin, so ein bisschen ins cremefarbene, fleischfarbene, fast schon so pfirsichfarbene übergeht. Und die Blüten sind so 4 mal 4 Zentimeter ungefähr groß und der Sporn ist bei mir jetzt 7 Zentimeter lang bei allen 4 Blüten. Die 4. geht gerade noch auf, das seht ihr besser in den Detailaufnahmen. Und das absolut Beeindruckende bei dieser kleinen Pflanze ist der unglaubliche Duft. Also glaubt mir einfach, so ab Beginn der Dämmerung rieche ich in der ganzen Wohnung die Dämmerung, weil diese Orchidee so krass duftet. Wenn man im Raum ist, könnte man schon fast als unangenehm wahrnehmen. Es riecht wie so ein schweres, vanilliges Frauenparfum, aber in a good way für mich zumindest. Also für Leute, die irgendwie empfindlich auf Duft reagieren, ist das sicherlich keine perfekte Orchidee, aber alle, die so ein bisschen Raumparfum mögen und auch mal eine Duftkerze anzünden, die können sich das auf jeden Fall in der recht langen Blütezeit, also so 2 Wochen hat man da schon was von erster Blüte bis die letzten so hinüber sind. Die können sich auf jeden Fall
die den Raumduft sparen. Aber eben, wie gesagt, nur in den Abendstunden, in die Nacht hinein, aber auch nicht die ganze Nacht durch. Also ich würde sagen, der Peak ist so bei mir immer so um 20, 21 Uhr erreicht und dann lässt es auch schon wieder so ein bisschen nach. Das liegt wahrscheinlich am Aktivitätsniveau der Bestäuberinsekten so im nächtlichen Verlauf. Also eine absolute Duftorchidee, das kann ich sagen. Zur Herkunft lässt sich sagen, die Orchideen kommen an der Ostküste des afrikanischen Kontinents vor, so von der Höhe Kenia bis runter nach Mosambik und wachsen dort in Höhenlagen so bis 450 Meter ungefähr und meist so auf kleinen Sträuchern, Büschen, kleineren Bäumen, also eher so im vegetativen Gefüge so auf mittleren bis niedrigen Höhenlagen und sind deswegen auch häufiger beschattet, obwohl sie auch gerne so an Flussufern vorkommen, wo ja dann doch noch ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung ist. Aber eine gewisse Schattierung ist dann logischerweise dennoch da. Der Holotyp selber, also die Pflanze, an der sich dann auch die Beschreibung ursprünglich mal festgemacht hat, kam aus Tansania und deswegen habe ich mal dafür so Klimawerte exemplarisch rausgesucht. Und da ist es im Grunde ganzjährig sehr, sehr warm mit sehr stabilen Temperaturen und einer Nachtabsenkung von ungefähr 10 Grad. Und so die niedrigsten Temperaturen, die erreicht werden, sind 17, 18 Grad im Mittel. Das ist also sehr, sehr moderat vom Klima und wenig Extreme. Klar, nach oben hin gibt es schon reichlich Ausschläge. In den Monaten Juni bis September ist es deutlich trockener als in den anderen Monaten und das Gros an Niederschlag fällt aber von April bis Mai, so ungefähr. Jetzt haben wir ein bisschen was über den Naturstandort gelernt und ich sage ja immer, die Kenntnis des Naturstandortes und des Wuchses ist natürlich wichtig auch für die Kultur. Jetzt ist das ein gutes Beispiel dafür, dass man vieles auch einfach anders machen kann und die Orchidee trotzdem zur Blüte kommt. Also man sich nicht zu sklavisch daran halten muss. Ich hatte die Orchidee zunächst auch aufgebunden gekauft und habe mir einen tot gewässert. Also ich habe wirklich versucht, häufig zu wässern. Die ist immer ultra schnell abgetrocknet an dem Punkt, wo ich sie hatte in meiner Wohnung. Und ich habe versucht, auch die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und ich dachte, das wäre der Schlüssel. Also ich dachte, es braucht einfach mehr Luftfeuchtigkeit. Scheiße, ich verliere die Orchidee, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit auch noch zu erhöhen. Merklich zumindest. Ich hatte kein Grow-Tent, ich hatte kein Terrarium, nichts. Und ich war schon dabei, diese Orchidee aufzugeben, bis ich dann dachte, ich topf die einfach mal. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Zu verlieren habe ich ja eh nichts. Und was soll ich sagen? Seitdem entwickelt sich diese Orchidee prächtig. Und ich habe die wie ihr seht, in so einen relativ flachen Tontopf gesetzt mit sehr grobem, ausschließlich mineralischem Substrat. Wirklich so eine bunte Mischung aus Blähton, feinerer Lava. Was habe ich hier noch drin? Bims ist hier noch drin, ein bisschen Kohle. Ja, und ich glaube, so ein bisschen Kakteensubstrat, was ich noch übrig hatte, findet sich ja auch noch im Topf. Ihr seht so ein bisschen auf bei den Nahaufnahmen. Und seitdem wächst die Pflanze fantastisch. Dann hatte ich sie am Anfang sehr, sehr schattig stehen hier in der Wohnung, also ohne Zusatzbeleuchtung. Und da habe ich gedacht, da geht noch was. Und habe die tatsächlich hier ins Regal hinter mir ganz normal unter diese Sunlight-Lampen gestellt. Und seitdem wächst sie nochmal um einiges besser. Die Luftfeuchtigkeit bei mir hier ist so zwischen 50%, jetzt gerade wahrscheinlich 55% und 70% schaffe ich manchmal im Winter, manchmal sogar 80% direkt nach dem Wässern. Hinzu kommt aber, dass ich
unter allen Pflanzen nochmal zusätzlich diese Tabletts habe, wo auch sich immer ein bisschen Gießwasser sammelt, das dann verdunstet. Also ich glaube, davon profitieren die Pflanzen auch nochmal. Keine Ahnung, wie die Luftfeuchtigkeit also dann direkt an der Pflanze zu manchen Zeiten ist. Ja, also wie ich schon sagte, die wächst jetzt ziemlich atypisch in einem Topf. Ich meine, das machen wir natürlich mit vielen eigentlich epiphytisch wachsenden oder lithophytisch wachsenden Orchideen, dass wir sie in Töpfe zwängen. Das ist jetzt aber tatsächlich eine Art, die man auch ganz oft in den Gartencentern oder in den Gärtnereien in aufgebundener Kultur kauft. Und ja, bei mir hat das mit dem Aufbinden eben nicht funktioniert und ich habe es mal gewagt. Zum Wässern kann ich sagen, also die kriegt bei mir wie fast alle Orchideen einmal die Woche so einen richtigen Guss. Also da wird die richtig lange bewässert und ist dann wirklich triefend nachts und trocknet wieder ab. An eine wirkliche Trockenzeit oder trockenere Zeit wie im Habitat halte ich mich nicht. Also nach der Blüte gönne ich ihr immer so 2-3 Wochen Gießauszeit oder nur ganz leichtes Besprühen. Das war es aber auch schon. Und ansonsten kriegt sie höchstens im Winter insgesamt ein bisschen weniger. Sie wird bei mir wie alle Pflanzen im Grunde gleich gedüngt mit einem Orchideendünger in relativ niedriger Konzentration, dafür aber eben fast immer. Und damit fahre ich ganz gut. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Düngealchemist unter den Orchideenfans. Also die Pflanze kommt aber auf jeden Fall klar damit. Klar, sie könnte reichhaltiger blühen, aber es ist ja auch noch eine junge Pflanze und sie steigert sich. Das kann ich auch ganz klar sagen. Die erste Blüte hatte genau also in der ersten Blüte gab es genau eine Blüte für mich. Verfügbar ist die Pflanze ganz gut. Also wenn ihr sie kaufen wollt, wenn ihr euch auch an die Kultur machen wollt, dieser Aerangis kirkii, dann findet ihr die sicherlich in den Gärtnereien ganz gut. In der Regel in einschlägigen Orchideengärtnereien, stöbert einfach mal das Netz durch. Da findet ihr auf jeden Fall HändlerInnen für diese schöne Pflanze. Zusammenfassend, also eine ganz, ganz klare Kulturempfehlung und von allen Aerangis, Angræcum, die ich in Kultur habe, neben vielleicht der Angræcum dideri, so die blühfreudigste und die bei mir zumindest am besten funktioniert. Insofern ein echter Tipp, um sich mal an die Aerangis zu machen. Und vielleicht mögt ihr es ja auch wie ich in diesem Tontopf probieren. So, jetzt habt ihr vielleicht ganz andere Erfahrungen mit dieser Pflanze gemacht, dann teilt mir die gerne mal in den Kommentaren mit. Und mich würde auch interessieren, ob ihr vielleicht andere Aerangis-Arten ganz, ganz einfach in der Kultur findet. Das wäre dann vielleicht auch mal eine Kaufinspiration für mich, für den nächsten Gärtnereibesuch. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich und ich wünsche euch einen schönen Tag. Folgt bitte meinem Kanal und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Mehrwert für euch war. Ich hoffe das sehr. Macht's gut. Ciao.